Wir von Vectorworks haben verstanden. Architekten geht es um gute Architektur. Sie gestalten inspirierende Räume, erschaffen perfekte Lösungen und letztlich bessere Gebäude. Deshalb ist Vectorworks weltweit die einzige 2D- und 3D-Planungssoftware, die kompromisslos Architektur ins Zentrum des BIM-Prozesses stellt. Vectorworks ermöglicht es Ihnen, Informationen und Inspirationen aus allen möglichen Quellen zu importieren, die Sie benötigen, um Ihren Ideen eine Form zu geben. Modellieren Sie Ihre Ideen mit den robusten 3D-Werkzeugen von Vectorworks. Lassen Sie ausgetretene Pfade hinter sich und entdecken Sie Ihre eigene Lösung. Kreieren Sie schematische Modelle und probieren Sie verschiedene Varianten aus. Verwandeln Sie Ihr Entwurfsmodell mit parametrischen Bauteilen direkt in ein Building Information Model. Die BIM-Fähigkeiten von Vectorworks erlauben es, Änderungen jederzeit schnell und effizient vorzunehmen. Grundrisse, Listen und Schnitte erzeugen Sie direkt aus dem Modell. Alle Änderungen werden automatisch nachgeführt. Vectorworks Project Sharing-Funktionen machen es einfach, im Team an einem Projekt zu arbeiten und Informationen allen zur Verfügung zu stellen. In Vectorworks haben Sie direkten Zugriff auf Tausende von Bauteilen und Materialien von Herstellern rund um den Globus. Und dank der herausragenden Import-Export-Funktionen können Sie Ihr BIM-Modell an alle Projektbeteiligte übergeben. Benutzen Sie dafür das Standardformat IFC, um effizient mit Fachplanern zu kommunizieren, die zum Beispiel PlanCal Nova einsetzen oder eine andere BIM-Software. Oder überprüfen Sie selbst Ihr Modell, zum Beispiel im Solibri Model Checker. Darüber hinaus unterstützt Vectorworks auch DWG, Revit, PDF und viele weitere Formate. Sie sind Architekt. Planen Sie mit der BIM-Software für gute Architektur. Planen Sie mit Vectorworks. Ich habe ein schwieriges Thema. Ich habe das Thema BIM, Gebäudemodellierung. Da kann man schon in der Schweiz ein bisschen verunsichert sein, wenn man sich anschaut, was so alles passiert, irgendwelche Vorträge besucht, weil man weiß, oh, das Büro muss BIM-ready sein, vielleicht nicht die richtigen Mitarbeiter hat, vielleicht noch nicht die Ausbildung. Das lässt sich nicht einfach so von heute auf morgen einfach umstellen. Verunsicherheit vielleicht in irgendwelchen Vorträgen. Manchmal sind diese Vorträge auch ein bisschen hoch angesetzt. Habe ich manchmal auch meine Mühe, wenn da irgendwie in Stratosphären über BIM diskutiert wird. Aber wir beschäftigen uns heute mal mit dem Gebäudemodell und BIM, auch wenn man das Gefühl hat, dass die Verunsicherung, die gerade stattfindet hier im Markt, wird natürlich auch gnadenlos ausgenutzt, dass man hingeht und sagt, habt ihr denn die richtigen Tools? Das ist auch sehr interessant. In jedem BIM-Projekt, das ich begleite, Startmeeting mit allen Beteiligten. Erste Frage ist, haben wir denn die richtige Software? Natürlich haben Sie die richtige Software, Sie haben die beste Software. Gut, ich bin von Computerworks, das kann jeder sagen, aber wenn Sie den Vortrag von Marc Panchera angehört haben, der hat den BIM Innovation Award gewonnen. Also so schlecht kann das alles gar nicht sein. Und die Diskussion mit der Software, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, meine Damen und Herren, Sie können sich BIM nicht kaufen. Leider geht das nicht. BIM, da geht es um Zusammenarbeit, Prozesse miteinander verknüpfen, gemeinsam Lösungen zu finden, von Anfang an halt zum Ziel eines fertigen Projekts zu kommen. Und das heißt, Sie müssen in der Firma anfangen, also die Unternehmenskultur umstellen, ist ein Riesenschritt. Das Tool, das Sie einsetzen, ist nur ein kleiner Teil davon, natürlich ein wichtiger Teil, weil Sie ein 3D-Modell damit erzeugen wollen. Aber schlussendlich geht es hier um Sie, um Menschen, um Lösungen zu finden. Und manchmal sind die Lösungen, vor allem im Moment noch, vielleicht mit Kompromissen verknüpft. Also hier zum Beispiel, ich zeige das mal hier, mein Problem lösen ist einfach. Also von dem her gesehen ist das gelöst. Aber es geht halt um alle Personen, die am Projekt beteiligt sind. Okay, geht natürlich nicht. Manchmal muss ein bisschen Kompromissbereitschaft zeigen.
So, das passt. Ich würde Sie dann am Ausgang erwarten. Am Ende darf sich jeder ein bisschen bedienen. Mein Name ist Andreas Heimgartner. Ich führe ein bisschen das Programm und ich kann euch sagen, das Programm ist proppevoll. Es wird nicht reichen. Ich weiß das jetzt schon, aber ich habe nichts rausstreichen können. Deshalb legen wir gleich los. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme ein reales Projekt. Das ist ein aktuelles Projekt, Scott Sports Headquarters, das von Iden und Brechbühl umgesetzt wird. Und das ist OpenBIM, also mit Kollaboration, Datenaustausch über IFC. Ich beschränke mich mal aufs Gebäudemodell mit Daten angehängt. Und was ich gemacht habe in meiner Präsentation, ich habe einen Teil dieser Fassade, man sieht, die ist ziemlich komplex, habe ich mir rausgeschnitten und anhand von diesem Teil würde ich gerne den heutigen Vortrag abhalten. Und da beginnen wir gleich mal mit dem Inhalt. Der ist etwa so aufgebaut, dass wir uns mal die wichtigen Bestandteile, Geschosse, zentrales Element, werden wir uns anschauen, bis hin natürlich auch ein bisschen, was man mit den Daten machen muss. Und das ist etwas Ungewohntes für alle Architekten, das merke ich immer wieder in meinen Projekten. Wir sitzen zusammen, das 3D-Gebäudemodell zu erstellen, in der Regel mit Schulung, das geht nicht alleine, also Sie brauchen da Schulung, aufzusetzen, das ist das eine. Die Informationen anzuhängen, mit den Informationen der Bauteile umzugehen, ist immer noch etwas Ungewohntes, muss man zuerst mal lernen. Deshalb wird auch das ein Teil des Vortrags sein. Aber bevor Sie überhaupt beginnen, mit dem Projekt loszulegen, sollten Sie sich mal Ihre Arbeitsumgebung von Vectorworks anschauen. Traditionell sind wir so unterwegs. Wie lange bin ich dabei? Also mindestens schon seit 22 Jahren. Bedeutet, das erste Werkzeug, das man sieht, ja, okay, Rechteck, Kreis, Polygon. Ich muss Ihnen leider hier jetzt mitteilen, in diesem Vortrag, Ende, Rechteck, Kreis, Polygon, Linien. So kommen Sie in Ihrer BIM-Welt nicht mehr zurecht. Und wenn Sie sich mal die Arbeitsumgebung im Menü extra ganz nach unten fahren, da gibt es einen Befehl Arbeitsumgebungen, dort werden Sie finden oder Architektur BIM. Also wir wollen 22 Jahre, nein mehr, dieses System und wenn Sie sich die Arbeitsumgebung Architektur BIM mal aufladen, dann werden Sie sehen, oh, die ersten Werkzeuge sind nicht mehr Rechteck, es ist eine Wand. Also hier haben wir mal umgestellt, fällt Ihnen dann sicher ein bisschen einfacher, den Einstieg zu finden. Ein zentrales Thema dieser ganzen Modelle in Vectorworks sind eigentlich die Geschosse. Und zwar, das ist halt einfach im Datenaustausch, also wir beschränken uns mal auf Ihr Modell, das ist übrigens die erste Disziplin, die Sie lösen müssen. Sie müssen Ihr 3D-Modell erstmal sauber hinkriegen, bevor Sie dann überhaupt mit Fachplanern Datenaustausch machen. Und in diesem Datenaustausch ist es halt aber so, dass die Geschosse eine zentrale Rolle spielen. Im Gebäudemodell oder im IFC, in diesem Datenaustauschformat, ist halt Projekt, Haus, also Gebäude, Geschosse, Bauteile, das ist halt so strukturiert. Und deshalb muss man sich einigermaßen damit auskennen. Und zwar funktioniert das da kann ich Ihnen anhand der Slides ein bisschen zeigen, ich habe noch einen Film dazu. Normalerweise arbeiten die meisten mit Ebenen. Konstruktionsebenen kennt jeder. Das wird jetzt so eingesetzt, kann man natürlich tun, aber die Konstruktionsebene ist in dem Moment nicht intelligent. Das heißt, ich möchte das Gebäude, ich sage es mal, vertikal intelligent machen. Das bedeutet, ein Geschoss bekommt nicht einfach nur eine Höhe, Erdgeschoss beginnt bei 0 und so weiter, sondern im Prinzip werden diese Geschosse in Referenzhöhen unterteilt und die Bauteile, und das werden wir jetzt immer wieder hören, die Bauteile kopple ich an diese Referenzhöhen. Das ist das, was man hier im Prinzip auch sehen kann. Das heißt, Erdgeschoss beginnt jetzt hier auf 0, dem gebe ich ein Kürzel und das Erdgeschoss ist aufgeteilt in OK-Fertigboden, OK-Rohboden und da gibt es verschiedene Referenzhöhen, wo die Bauteile darauf reagieren können. Das heißt, wenn ich jetzt ohne Geschosse arbeiten würde, dann zeichnen Sie eigentlich die Wand, zeichnen Sie eigentlich auf Fertigboden, weil es ist halt einfach technisch gesehen so dann in Vectorworks. Sobald Sie aber hingehen und Sie haben eine Referenzhöhe, wie zum Beispiel OK-Rohboden mit einem Wert, dann weiß die Wand ganz genau, wenn Sie diese im 2D oder im 3D zeichnen, wo sie im Gebäudemodell stehen soll. Das ist so ein bisschen ein zentraler Kern und die Bauteile,
basieren eigentlich dann alle auf diese Referenzhöhen. Also eine Wand, werden wir dann später sehen, wird gekoppelt zum Beispiel, beginnt die Rohwand beginnt bei OK-Rohboden und hört zum Beispiel bei UK-Decke des Geschosses oben drüber auf, beziehungsweise Unterkante der Decke. Also von dem her gesehen ist das ein zentrales Element. Im Vectorworks sieht es dann so aus, dass man dort, wo Sie normalerweise die Organisation finden, einen weiteren Reiter Geschosse vorfinden. Der ist jetzt in diesem Fall leer. Ich kann hier mal ein neues Geschoss anlegen, gebe diesem Geschoss einen Namen. Dieses Kürzel definiert im Prinzip eigentlich, ich stoppe den Film hier, man sieht hier Ebenennamen. Schlussendlich brauchen Sie ja ein Mittel, eine Konstruktionsebene, wo man drauf zeichnen kann. Ich muss Ihnen sagen, man sieht es auch einfachheitshalber, ist jetzt hier einfach mal einer Referenzhöhe im Prinzip eine Ebene zugewiesen. In der realen Welt wird es vermutlich so sein, dass es mehrere Konstruktionsebenen pro Geschoss gibt. Also typischerweise in den meisten Projekten, die ich begleite, ist mindestens noch OK-Rohboden, dass man für hier ebenfalls eine Referenzebene oder eine Ebene anlegt, damit man zwei Ebenen hat, wo man Bauteile halt eben drauf zeichnen kann. So, jede Referenzhöhe hat natürlich wirklich eine Höhe, der ich zuweisen kann, und die Bauteile später, da kommen wir dann noch dazu, wissen eigentlich nur, mit welchem Namen, also zum Beispiel OK-Rohboden, sie verknüpft sind. Die Vorgaben, das macht es ein bisschen einfacher, das in einem größeren Projekt halt eben zu verwalten, dass man Ebenen- oder Referenzhöhenvorgaben halt eben vordefinieren kann. Das macht es einfacher, halt eben neue Geschosse dann schlussendlich anzulegen. Das sehen wir auch gleich hier. Wenn ich jetzt ein neues Geschoss anlege, bekomme ich in meiner Liste an möglichen Referenzhöhen natürlich im Prinzip meine Vorgaben aufgelistet, Geschosshöhe noch eingeben, und man sieht jetzt auch hier, dass hier eine weitere Ebene angelegt wird, die zu dem Obergeschoss halt dementsprechend gehört. Und das, was hier angeklickt ist, das sind die Referenzhöhen, die ich schlussendlich dann gerne in meinem Modell verwenden möchte. Das muss irgendjemand einmal aufsetzen, damit die Bauteile dann schlussendlich auf diese verschiedenen Referenzhöhen halt eben reagieren können. So, es gibt dann hier eine Struktur auf der rechten Seite. Man kann auch schön erkennen mit diesem kleinen Icon, für welche Referenzhöhen ich denn wirklich Ebenen habe. Und das Schöne daran ist, die Ebenen, die Konstruktionsebenen, werden natürlich dann automatisch angelegt anhand der Geschossdefinition. Ich mache das nicht zweimal, sondern ich definiere eigentlich nur meine Geschosse. Und die Ebenen, also die Struktur, mit der ich denn eigentlich zeichne, die bleibt natürlich dementsprechend so bestehen. Das führt natürlich dazu, dass Sie eigentlich zeichnen, Ihre Objekte zeichnen, das wird nach wie vor auf der Konstruktionsebene natürlich gemacht. Aber die Geschosse sind dementsprechend halt eben intelligent. Ein Geschoss ändern, dann ziehen sich die anderen Geschosse dementsprechend natürlich mit. Das kann ich dann auch gleich mal zeigen, wenn wir hier zu den Wänden gehen. Wer zeichnet schon mit Wänden? Ah, das ist super, eine Menge. Also gut, wer zeichnet nur 2D mit den Wänden? Ah, was macht ihr denn hier in dem Event? Also, bei den Wänden kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht schon damit gekämpft hat. Es ist natürlich immer so, Rechtecklinien, Polygon ist super flexibel. Wände, die haben so ihre Regeln. Das führt dann auch dazu, dass man mehr Know-how für diese Objekte halt im Büro braucht. Also unbedingt nicht einfach loslegen, sondern es gibt ein paar Tricks, die Sie wissen sollen. Beispielsweise in den meisten Projekten, auch Iten Brechbühl, die den BIM Award gewonnen haben, ihre Vorlage war so aufgebaut, dass alle Schraffuren, Texturen, die waren alle leer. Das könnt ihr machen, wenn ihr leere Wände oder leere Schraffuren zeichnet und später einen Schnitt durch das Modell legt, ist der Schnitt katastrophal. Also man muss vielleicht die Vorgaben auch ein bisschen überarbeiten, dass man hier mit soliden Füllungen halt eben arbeitet, dass dann im Schnitt oder halt, wenn ich 2D-Pläne rausgenerieren kann, was Sinnvolles entsteht. Bei den Wänden ist es so, mehrschaliger Aufbau natürlich möglich. Ich gehe mal vielleicht zum nächsten Bild. Und ich hatte gerade draußen ein Gespräch zu diesem Thema, wie müssen die Wände wirklich aufgebaut sein. Das ist jetzt im Prinzip die Einstellung einer Schale, dieser Betonschale, die ich hier gezeichnet habe. Die hat natürlich verschiedene Einstellungen. Das, was interessant ist, ist jetzt eigentlich alles, was hier ist, alles, was mit Referenzhöhen zu tun hat.
Und da stelle ich jetzt beispielsweise eins, man sieht, es gibt zwei Optionen, gemäß Wand und gemäß Geschoss. Und ich habe gesagt, unbedingt immer gemäß Geschoss zeichnen, weil sonst ist das nicht intelligent. Das nehme ich jetzt hier gleich wieder zurück. Und zwar ist es so, gemäß Wand bedeutet eigentlich, dass bei den Einfügeoptionen, bei den Wänden gibt es ja auch Höheneinstellungen. Das, was man hier einstellt, ich sage jetzt mal, das ist eine Standardvorgabenhöhe für die Wand. Und alle Schalen, die gemäß Wand definiert sind, bekommen diese Höhen. Also oft bei einschaligen Wänden zum Beispiel treffe ich immer wieder an, das ist immer gemäß Geschoss definiert. Ist falsch, macht das gemäß Wand und stellt euch die Höhen hier ein, weil das ermöglicht euch dann in der Objektinfopalette im Nachhinein Höhen umzustellen. Weil wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr für andere Referenzhöhen zusätzliche Wände generieren und das produziert zu viele Stile. Also das nicht tun. Möglichst viele Wandelemente oder Schalen mit gemäß Wand verknüpfen. Also, das heißt, für einschalige Wände ist das klar, für mehrschalige Wände natürlich nicht, weil die Dämmung muss natürlich ein bisschen weiter nach oben. Deshalb wird Dämmungselement zum Beispiel wird wirklich gemäß Geschoss dann natürlich definiert. Werden wir aber im Film noch sehen. Dann haben wir natürlich alle Informationen, Zusatzinformationen, die schlussendlich in Vectorworks in eine Liste auswerfen kann. Das sind aber auch alles Informationen, die im Datenaustauschformat IFC halt dementsprechend mit exportiert werden und von Fachplanern oder Modelchecker weiterverarbeitet werden können. So, und dann etwas, was viele nicht wissen, dass wir natürlich Maßstabsabhängigkeiten mit Bauteilen auch steuern können. Also beispielsweise diese Attributeinstellungen, das passiert dann, wenn ihr hier auf den Knopf Wandattribute klickt. Das bedeutet, dort stelle ich eigentlich ein, wie ist die Attributierung der gesamten Wand. Ist schwarz eingestellt. Also wenn ich den Maßstab wechsle, habe ich eine schraffierte Wand, so wie das. Und wenn ich auf 1:100 zum Beispiel wechsle, bekomme ich dann dort eine schwarze Schraffur angezeigt. Wie sieht das innerhalb von Vectorworks aus? Übrigens, das hier ist der goldene Schnitt. Wenn ihr die Befehlstaste oder Kontrolltaste haltet, könnt ihr gleich den goldenen Schnitt anlegen. Ich wandle das jetzt einen Boden um, nur damit ich weiß, wo ich die Wand hinzeichnen muss, aber egal. Wählen wir dann natürlich eine Wandvorgabe aus, die als Stil gespeichert ist. Das hat natürlich den Vorteil, ein Stil ändern ist wie bei einem Symbol, ändert natürlich immer alles. Und hier ändere ich vielleicht mal, oder stoppe ich dann mal ganz kurz. Und zwar, was ich noch nicht erwähnt habe, ist jetzt beispielsweise, ich bin jetzt so schon einen Schritt weiter. Habt ihr diese Kernoption gesehen bei den Wänden? Habe ich jetzt verpasst. Das treffe ich auch immer wieder an. Hat nichts mit dem 3D-Modell zu tun, sondern man verzweifelt im 2D. Also wenn ihr Wände zusammenfügt oder zwei Wände zusammen zeichnet, dann, wer hat schon gekämpft mit diesem kleinen Strich zwischen den beiden Wänden? Das ist mehrere. Wisst ihr warum? Das ist, weil ihr keine Kernschale definiert habt. Ihr müsst eine Kernschale definieren, weil Vectorworks fügt die Kernschalen zusammen und sonst habt ihr dort einen Strich und ihr müsst das Zusammenfügen manuell mit dem Schalen-Zusammenfügen-Werkzeug lösen. Also unbedingt jede Schale oder jede Wand hat hat einen Kern, das muss nicht immer der tragende Teil sein, einfach nur mal so weit. Gut, hier kann ich jetzt die Schale natürlich an Referenzhöhen koppeln. Wie gesagt, meine Betonschale mache ich gemäß Wand, weil das will ich später vielleicht übersteuern können. Und meine, genau, das ist im Prinzip das, was mit gemäß Wand gemeint ist, die Grundeinstellung für alle Höhen. Und wenn man sich jetzt hier die Dämmung, Kern nicht vergessen, ja natürlich. Und wenn man sich die Dämmung anschaut, dann sieht man, hier ist es gemäß Geschoss und hier habe ich eingestellt, dass es OK-Robo ein Geschoss oben drüber geht. Das bedeutet, die Dämmschale wird weiter nach oben gezogen, also vor die Stirnseite im Prinzip des Bodens und macht das unbedingt so. Es gibt zwei Regeln, ihr könnt es nach unten oder nach oben ziehen. Aber wenn ihr Fenster einsetzt, die Rollladen, was sage ich auf Deutsch, egal, Storenkasten halt oben haben, dann muss dort eigentlich eine Dämmschale sein, damit es richtig eingefügt wird. Also wenn möglich nach oben ziehen. Dann speichere ich das Ganze hier als Typ ab, weil der Typ, ganz wichtig, der Typ bedeutet einmal ändern gleich alles ändern. Und dann habe ich hier natürlich mehrere Möglichkeiten. Spannend ist natürlich die Rechteckmethode zu zeichnen. Und man sieht dann auch hier, dass wir modellieren eigentlich genauso, wie gebaut wird. Also die Dämmschale passt sich jetzt der Referenzhöhe dementsprechend automatisch an.
Ich ändere das mal auf unterkante Wandbekleidung. Dann kommt ein kleines Ersetzenfenster und jetzt habe ich hier die Dämmschale weiter nach unten gezogen, also Perimeterdämmung oder wie auch immer. So. Also man sieht eigentlich der zentrale Teil, ich ändere jetzt zum Beispiel mal die Referenzhöhen, um den Teil auch noch zu zeigen. Egal ob ich Geschosse ändere oder Referenzhöhen, die gekoppelten Bauteile, und das ist dann immer so, die passen sich einfach nur den entsprechenden Einstellungen an und sind dynamisch, vertikal dynamisch ausgerichtet dann. So, in dem Beispiel, weil es halt ein Ausschnitt aus dem Gebäude ist, nehme ich noch ein Wandersetzen. Das ist halt eben sehr schön, wenn wir mit Stielen arbeiten. Ich kann das einerseits hier über den Resource Manager halt eben machen oder auch über die Infopalette und dann werde ich auch gefragt, wo ist die Leitlinie bzw. welche Seite der Wand soll stehen bleiben und kann das auch mit Fassadenwänden machen. Das ist vielleicht etwas speziell. Also das Wandwerkzeug, ich stoppe das vielleicht ganz kurz, das Wandwerkzeug ist so aufgebaut, dass ihr sucht vergeblich ein Fassadenwerkzeug. Wand und Fassade ist bei uns das gleiche Werkzeug. Ist ein bisschen schwierig gehabt dann in diesem Wanddialog, Fassade oder Wand. So zwei Knöpfe, die ihr drücken könnt. Und bei einer Fassade ist das halt einfach im Prinzip ein Pfosten-Riegel-System, das man definieren kann. Alle Werkzeuge funktionieren aber halt mit diesem, genau gleich wie wenn es eine Wand wäre. Also Wandverbindungen anzulegen oder zum Beispiel auch Wand ersetzen, ist natürlich ziemlich einfach. Weil es das gleiche Objekt ist, kann ich natürlich auch eine solche Wand einfach mal durch ein Pfosten-Riegel-System austauschen. Und im 2D habe ich natürlich, weil ich es ersetzt habe, habe ich hier, nicht so einen sauberen Anschluss. Aber ich kann natürlich jetzt mit dem Wandverbinden-Werkzeug, ganz das Normale ist, nichts Spezielles, kann ich dann Eckverbindungen, T-Verbindungen mit Abschlüssen und so weiter halt eben ändern oder anpassen. Alles ist natürlich dynamisch miteinander verknüpft. Wir haben also ein Wandnetzwerk, das entsteht. Und beim Doppelklick auf eine Fassade kann ich die natürlich auch positionieren. Da wollte ich mir keine Blöße geben, dass halt die Fassade nicht aufs Raster passt. Und mit dem Fassadenbearbeiten-Werkzeug kann ich natürlich jetzt zum Beispiel Rasterpositionen halt eben festlegen. Ich kann aber auch neue Pfostenriegel einzeichnen, ich kann Türen einsetzen, Paneelen bearbeiten. Also ein ziemlich flexibles Werkzeug, um halt die Fassade halt eben abzubilden. Kann natürlich auch wieder als Bauteil gespeichert werden. Dann noch Innenwände. Hier ist dieser, lass ich mal kurz laufen, mit der Rechteckmethode, das geht super schnell, auch für Innenwände. So, und was man hier jetzt sieht, die meisten von euch werden jetzt da eine Linie zwischendurch sehen. Das ist genau der Fall, wenn ihr keine Kernschale definiert habt, bleibt dort eine Linie stehen. Und in dem Moment, wo die Kernschale halt eben vorhanden ist, wird es automatisch verbunden und sonst müsst ihr das in einem separaten Schritt dann nachholen, was natürlich eigentlich niemand will. 2D-Werkzeuge funktionieren auch, also das normale Zerschneiden oder Wegschneiden beispielsweise, das ist so eine, kann ich auch hier einsetzen, zum Beispiel diese Wand habe ich jetzt ganz normal mit dem Zerschneiden-Werkzeug aus dem 2D auseinandergeschnitten, kann ich einzelne Wandteile natürlich rauslöschen, genauso wie wenn es eigentlich eine Linie gewesen wäre. Dann einfach die wichtigsten Elemente, das sind zum Beispiel Böden, Decken. Auch so eine Geschichte, da gebe ich gleich einen Tipp ab, ich treffe das immer wieder an, dass man sieht es auch in diesem Beispiel, das ist mehrschalig aufgebaut, das funktioniert spektakulär für eine Preso, in der realen Welt geht das nicht. Also ihr solltet, die Böden sollten Rohbauteile und Fertigbauteile sollten getrennt sein, sonst wäre das in der Modellierung wahnsinnig kompliziert. Also zeichnet hier eigentlich Rohboden und dann Fertigboden separat. Dann habt ihr halt zwei Objekte, die übereinander liegen, aber ist besser zu kontrollieren und viel, viel weniger aufwendig. Eigentlich findet hier das gleiche Spiel nochmal statt, mit dem Unterschied, dass bei den Böden halt eine Bezugsschale definiert
wird. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel sehen, dass Beton, die Oberkante, wird an eine Referenzhöhe schlussendlich dann gekoppelt. Dass auch dieses Bauteil, ob ich es im 2D zeichne, ob ich es im 3D zeichne, halt dementsprechend an der richtigen Stelle halt eben auftaucht. Und selbstverständlich, wenn es dann zum Datenaustausch kommt, hat auch dieses Bauteil alle nötigen Informationen, die es benötigt. Wenn ich noch mehr will, habe ich auch hier einen IFC-Knopf, wo ich halt eben zusätzliche Informationen beliebig anhängen kann. Das ist das gleiche Fenster wie bei den Wänden. Hier geht es wieder um Maßstabsunterschiede klar zu definieren. Also hier darüber kann ich dann steuern, welche Attribute vorhanden sind in einer vereinfachten Darstellung. Wie sieht das aus? Ich definiere mal hier den Boden, gibt es natürlich auch wieder als Stiele. Dann definiere ich die Bezugsschale. Also wenn ich will, dass der Fertigboden genau auf der richtigen Höhe liegt, muss natürlich die Bezugsschale richtig definiert sein. Und ich kann jede einzelne Seite dieser Wand, dieses Bodens kann ich auch kontrollieren. Daten noch einfüllen. Und das Tolle ist, ich kann jetzt einfach gibt verschiedene Möglichkeiten, aber mit einem einfachen Klick wird der Boden eigentlich im Prinzip direkt an die Wände gekoppelt. Das heißt, er sucht sich dann die Begrenzungslinie selber und passt das an. Und wenn ich jetzt eine Wand schiebe, passt sich logischerweise auch dieses Bauteil dementsprechend automatisch an. Was man jetzt aber auch sieht ist, weil ich unterschiedliche Wände habe, das ist in der Praxis halt oft der Fall, das ist eine Systemwand, die hier eingezeichnet ist. Das heißt, man sieht, Referenzhöhe war hier auf Fertigboden gestellt, nicht auf Rohboden. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Lücke, die ich irgendwie schließen muss. Weil, wenn ich das nicht tue und ich schneide, dann könnt ihr mit einem 2D-Objekt, müsst ihr das dann abkleben. Will natürlich keiner. Deshalb haben wir hier die Möglichkeit, das Bodenelement, und zwar jede einzelne Seite des Bodenselements kann ich definieren, wie der Abschluss zu den Wänden eigentlich sein soll. Und zwar nicht nur jede Seite, sondern auch noch jede Schale individuell einstellen, sodass ich im Prinzip diesen Teil auch wirklich unter diese Systemwand halt eben rausziehen lassen kann. Und das hier, es ist so schwierig, Pläne zu kriegen, wo wir Fenster in den Plänen haben. Wer zeichnet Symbole? Okay, raus, nein. Also, das ist so eine Geschichte, die Symbole. Ich weiß, Symbole sind maxi flexibel, aber wenn ihr ein BIM-Modell aufbaut, könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt, das ist ja die Stärke von Vectorworks auch, 2D, 3D erstellen, Informationen anhängen, alles ist gut. Die Bauteile machen das natürlich mehr oder weniger gratis für euch. Die sind 2D, die sind 3D, die kann ich als Stil definieren. Das ist neu, das werdet ihr dann sehen. Das sind eigentlich diese Knöpfe, die ihr hier auf der Seite habt, diese hier mit den Pfeilen. Hier kann ich bestimmen für jeden Fensterparameter, bist du ein Bestandteil des Stils oder bist du individuell steuerbar. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich setze 100 Fenster ein, dann habe ich zum Beispiel die Breite des Fensters habe ich über den Stil definiert, dann will ich einmal ändern, alles wird angepasst, genau gleich wie ein Symbol. So, das ist die Mischung. Ich habe also mit dieser Technologie jetzt neu den Vorteil eines Symbols und den Vorteil eines intelligenten Objekts, wie zum Beispiel das Fenster. Und der Grund, warum diese Fenster nicht eingesetzt werden, ich weiß es, oder schwierig ist, man geht hin und sagt, ja, nein, ich möchte vom Hersteller ein Detail importieren, keine Ahnung, es sieht halt nicht ganz genau so aus. Und was wir jetzt neu gemacht haben, ist, das hat nichts mehr mit dem, eigentlich sollte ich mich weigern, das zu zeigen, das hat nichts mehr mit dem 3D-Modell zu tun, aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt ein 3D-Modell natürlich so generieren lassen und wir haben euch extra so 2 Optionen eingebaut, wo ihr im Prinzip, das sieht man dann auch, wo ihr eigentlich den Anschlag oder den Rahmen, das gibt es an verschiedenen Stellen, überzeichnen könnt mit euren 2D-Werkzeugen, wenn ihr das wollt. 2D sieht alles gut aus, 3D habt ihr das intelligente Objekt, tipptopp, könnt ihr weiterarbeiten. So, im Film sieht das dann so aus. Hier die Stiele. Also die roten Objekte sind jetzt eigentlich Stiele, aber nicht alle Parameter sind über den Stil definiert. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ich hingehe und sage, Fensternummer wird über den Stil definiert. Kann ja nicht sein. Jedes Fenster hat eine eigene Nummer oder Türnummer beispielsweise. Also ist das nicht über den Stil definiert. Aber alles, was über den Stil definiert ist, kann an einer einzigen zentralen Stelle, wie ihr das bei den Symbolen halt eben auch kennt, geändert werden.
Ich bin viel zu langsam, aber egal. Einsetzen mit der Referenzmethode. Links, rechts kann ich das Objekt noch spiegeln. So, und dann habe ich natürlich den 3D-Teil mehr oder weniger gratis bekommen. Und man sieht jetzt auch in der Infopalette, dass nicht alle Parameter editierbar sind. Und das ist auch schöne Kontrolle über, wer darf was ändern, weil das ist jetzt über die meisten Parameter dieses Fensters, Einstellungen sind über den Stil definiert. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Wert in der Infopalette übersteuern, ich muss den Stil anpassen. Und das hat aber natürlich einen Einfluss auf alle meine Fenster, die in der Zeichnung mit diesem Namen, mit diesem Stilname halt eben vorkommen. So, ich gehe einfach weiter an der Stelle. Für die Türen, ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen muss, Dito, also alles genau gleich. Stile mit Namen abspeichern, Stile spielen eine große Rolle in dieser ganzen BIM-Welt, um es managen zu können. Hier beispielsweise sieht man auch jetzt sehr schön im Film dann, dass zum Beispiel die Bandung, Linksband, Rechtsband, nehme ich natürlich nicht einen Stil, weil wenn ich das mache, kann ich die Türe nicht mehr spiegeln im Plan, weil wenn ich eine Tür einsetze, ist links gebandet und ich spiegle die einmal, wird sie zu einer rechtsgebandeten, was eigentlich ein anderer Typ von Tür ist. Also man kann das sehr präzise definieren, wie ein solches Objekt halt dementsprechend aufgebaut ist, mit den entsprechenden Parametern. Und auch hier haben wir natürlich angebaut, dass ihr die 2D-Darstellung nach Bedarf überzeichnen könnt, wenn ihr das wollt. Das Video lasse ich einfach laufen, weil es einfach nur toll ist. Ich kann nämlich die Türe jetzt hier im 3D auch gleich einsetzen. Das dient ein bisschen zur Unterhaltung. Hier sieht man jetzt auch, Öffnungsart habe ich nicht im Stil integriert. Alles andere aber schon, außer die Türnummer natürlich nicht. Die gehört auch wieder nicht in diesen Stil halt eben rein. Ist mit dem Namen gespeichert. Und für alle, das zum Beispiel die Referenzhöhen, natürlich habe ich bei den Fenstern nicht mal gezeigt. Ich kann natürlich auch einstellen, wo beginnt die Tür oder halt eben die Fensterbrüstung. Und mit einem Klick stimmt halt dann auch eben die Position, egal ob ich das 2D einzeichne oder halt im 3D-Modell direkt einplane. Informationen sind natürlich ganz normal über die Infopalette änderbar, aber nur die, die auch manuell übersteuert werden dürfen. Also alle Informationen, die nicht per Stil halt eben definiert sind. Das ist auch ziemlich witzig, durch dass die Fassade natürlich eine Wand ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, ein Türobjekt ganz normal in die Fassade einzusetzen. Ist ja das gleiche Objekt, halt mit ein paar anderen Einstellungsmöglichkeiten. Und das ist das, was ihr macht, das Symbole. Aber ganz ehrlich, ich weiß, ich kenne, wenn man sich so in der Stadt umsieht, es gibt kein Gebäude, das total standardisiert ist. Das ist nach wie vor möglich. Also dieses Scott-Projekt, das hat so eine spezielle Fassade mit diesen Sonnenschutzelementen. Kein Objekt schafft das. Also das ist nach wie vor so, dass ihr diese Objekte modellieren müsst. Ist auch super. Alle, die bei mir im Modellierworkshop waren, wissen jetzt auch, wie es geht. Also ich habe nicht die Möglichkeit, hier Objekte frei zu modellieren und aufzuinformieren. Und auch hier kommt aber die Referenzhöhe ins Spiel. Hier kann ich bei dem Symbol natürlich auch wieder sagen, hey, wo bist du positioniert? Ich möchte einen Tisch, möchte ich nicht, dass er im Fertigboden verschwindet. Der soll auf OK fertig halt zu stehen kommen. Oder eine Lampe, die ich an die Decke hänge. Die soll halt klar definiert sein. Im Film sieht das dann so aus, dass ihr Referenzhöhe ist eingestellt. In Wirklichkeit, ich könnte das im 3D machen, aber ich denke, die meisten von euch werden das im 2D einsetzen. Und was super schön ist, seht ihr diesen roten Punkt? Das ist der Masterpunkt. Ich kann gar nicht mehr daneben klicken, weil das Symbol einen Masterpunkt definiert hat, so dass ich die ganz präzise halt eben setzen kann. So, das ist mein Zeichen, dass ich bei 35 Minuten bin. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ersetzt dann die Symbole mit den entsprechenden Objekten. So. Und neu ist, das sehen wir ein bisschen später, dass ich nicht mal unbedingt IFC-Daten dranhängen muss. Ich kann das tun, wenn ich das möchte, zeige ich aber gleich ein bisschen später noch.
Tisch hat Referenzhöhe, Leuchte hat eine Referenzhöhe. Die kann ich natürlich hier mit der Taste T, kennt ihr das? Kann ich so Hilfspunkte setzen, um genau auszurichten. Habt ihr vielleicht bei Tipps und Tricks gesehen. Also, dass das alles an der richtigen Stelle im Modell halt eben abgelegt wird. Und aus Mangel an Zeit überspringe ich das. Ich weiß, das ist eigentlich das wichtigste Bauteil überhaupt, vor allem wenn man Export IFC macht. Also am Raum selber hängen ganz, ganz viele Informationen, Abschlüsse, der funktioniert übrigens genau gleich wie alles andere. Ich kann Referenzhöhen eingeben, der generiert mir Bruttovolumen, Nettovolumen, kann ich alles auswerten, ist aber für die Preso ein langweiliges Objekt, deshalb zeige ich das nur hier am Slide. Die meisten von euch, wer macht noch Multistempel? Nein, also Multistempel ist natürlich 2D, ist natürlich etwas, das man nach wie vor natürlich machen kann. Im 3D brauche ich einen Raum. Der Raum kann natürlich auch gleich aufgebaut wie das Multistempel-Symbol, das viele von euch kennen, vordefiniert werden und verhält sich dann natürlich intelligent mit den Wänden oder halt im IFC-Modell wird er dann als Raum dementsprechend auch exportiert. Und das Ganze, was wir jetzt gesehen haben, es gibt hier, das wissen eben die wenigsten, dass wir mehrere Maßstäbe halt unterstützen über die Bauteile. Bei Symbolen, wenn ihr eigene macht, müsst ihr das über Klassen irgendwie steuern. Könnt ihr auch tun, aber geht dann über die Klassensteuerung. Und hier kann ich natürlich mehrere Maßstäbe halt eben festlegen. Das geht ein bisschen schnell hier, deshalb stoppe ich das mal. Ganz wichtig, wer diesen Knopf ganz rechts oben, dort wo das Menü jetzt aufgeht, nicht kennt, sollte unbedingt mal dort draufklicken. Das sind sogenannte Schnelleinstellungen, kann man dort aufrufen. Zum Beispiel, ich möchte alles schwarz-weiß sehen oder ich möchte Detaillierungsgrad umstellen können. Und hier gibt es eine Option, die nennt sich halt eben Detaillierungsgrad. Und auswendig weiß ich es nicht mal ganz genau. Und die kann ich mir dort in dieser Zeile als Schnellhilfe einblenden lassen und mit einem einzigen Klick kann ich halt eben den Plan von detailliert auf schematisch umstellen. Das Gleiche kann ich auch bei den Dokumenteinstellungen vornehmen. Also wenn ihr die Dokumenteinstellungen öffnet, gibt es hier die Möglichkeit, einen Detaillierungssprung, sage ich jetzt mal, einzustellen. Zum Beispiel 1:100. Wenn ich also vom 50. in Hundertstel wechsle oder umgekehrt, dann wird die Detaillierung automatisch dementsprechend halt eben umgestellt. Und wenn ihr mit diesen Bauteilen und mit den Referenzhöhen natürlich arbeitet, ist es natürlich ziemlich einfach, Apfel A oder Ctrl A auf Windows dann, alles zu aktivieren und mit Kopieren, Einfügen einfach auf das nächste Geschoss rauf zu kopieren. Durch das die Bauteile eigentlich die Referenzhöhe kennen, OK fertig, OK Roh, OK Decke und so weiter, passen sich die natürlich automatisch, da habe ich keinen Fehler für, automatisch den neuen Gegebenheiten des neuen Geschosses an. Also wenn ich dort mit anderen Referenzhöhen arbeite, aber mit den gleichen Namen, OK fertig beispielsweise, dann weiß dieses Bauteil das und springt dementsprechend gleich auf die eigene oder auf die richtige Höhe, ohne dass ich da was ändern muss. Gibt natürlich andere Möglichkeiten wie Duplizieren auf Ebenen, ein Befehl, den ihr im Menü Bearbeiten findet, wo man das natürlich machen kann. Und das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, glaube ich, was BIM angeht, Dach und Entwässerung. Und hier ist das wirklich so, ich mache das jetzt anhand eines Flachdachs, es gibt aber nicht nur Flachdächer, es gibt auch ganz, ganz andere Dächerarten in Vectorworks. Ich zeige das mal einfach an diesem Beispiel. Und hier kommt noch dazu, es ist im Prinzip jetzt ein Bodenaufbau, es gibt natürlich auch Dachaufbauten, wenn ich mit Giebel und Walmdach und so weiter arbeite, dass ich jetzt hier beispielsweise noch zusätzlichen Gefälle, eine Gefälleoption hier erkennen kann. Das heißt, hier kann ich bestimmen beispielsweise, wenn nicht, das ist natürlich dann für den Schnitt relevant. Ich habe 2% Gefälle auf dem Dach, Wasser, das gut entwässert wird, dann kann ich bestimmen, bis zu welcher Schale dieses Gefälle Einfluss nimmt. Im Video sieht das dann eigentlich so aus, dass ich eigentlich mal mein Bodenelement zeichne oder ein Dachelement. Und das wäre der Dachrand. Der Dachrand geht im Moment nicht. Für den Dachrand fehlt mir was. Es fehlt mir nämlich OK Dach fehlt mir. Ich hänge also hier eine neue Referenzhöhe direkt in meine Geschossinformationen ein, zeichne dann im Prinzip meinen Dachrand kurz drauf. Und dementsprechend werden hier automatisch die Höhen übernommen
Ich habe nichts an dem Bauteil geändert. Ich habe nur diese zusätzliche Referenzhöhe halt eben eingefügt. Für dieses Modell habe ich jetzt einfach noch die Wände kurz ersetzt, muss die Abschlüsse bereinigen mit dem Wandverbindung-Werkzeug. Auch hier wieder der Kern, entscheidend, wie die Verbindung ausschaut. Und was man jetzt auch hier wieder sieht, auch für das Dach gilt, dass ich hier einen Fehler habe, weil es unterschiedliche Wände sind. Man sieht es auch hier. Auf der einen Seite habe ich noch eine Dämmung und hier kann ich wieder jede einzelne Wandseite bzw. Wand-Bodenverbindung festlegen, wie sieht das aus. Wenn ihr das nicht tut, dann, wie gesagt, Schnitt legen, da müsst ihr im Schnitt drüber kleben. Aber ich kann das direkt in meinem dreidimensionalen Modell halt eben anpassen. Und das ist genial. Hier kommt das neue Entwässerungstool. Und beim Entwässerungstool kann ich zuerst mal eingeben, was für ein Gefälle das ich gerne haben möchte. Und das stoppe ich mal ganz kurz, weil das, was man jetzt hier, ich fahre eigentlich mit dem Cursor nur auf den Plan und diese Linien, die hier entstehen, das ist der Vorschlag. Also an diesem Punkt, wo sich diese Linien treffen, habe ich diese 2% Gefälle von den Seiten. Das heißt, ich bekomme direkt eine visuelle Information, wo ich hinklicken muss. Klick dorthin, klickt auf diese Seite und dann habe ich ein Werkzeug, wo ich im Prinzip diese beiden Abläufe miteinander verbinden kann und kann jede einzelne Kehle und jeden einzelnen Ablauf individuell einstellen mit einem entsprechenden Symbol, wenn das gewünscht ist. Und im 3D sieht das so aus, wir sind die Einzigen, die übrigens das Code können, dass im Prinzip die einzelnen Schalen bis zu dieser Gefällschale, die ich angegeben habe, halt dementsprechend halt geneigt werden. Da muss ich kurz gucken. 43, ich habe noch einen Moment Zeit. So, dann haben wir natürlich das Thema 2D-Pläne daraus generieren. Ist natürlich vertraglich ist das vermutlich nach wie vor so, dass ihr 2D-Pläne abgeben müsst. Ich habe mich hier einfach mal auf Ansichten und Schnitte festgelegt. Wie gesagt, es hängt auch sehr davon ab, beispielsweise Schnitt kommt nur gut, wenn ihr mit soliden Schraffuren, soliden Füllungen arbeitet, weil sonst ist die Wand halt eben auch transparent und muss im Nachhinein im Ansichtsbereich korrigieren. Bei den Ansichten setze ich so ein Ansichtswerkzeug ein und der generiert mir automatisch 4 Ansichten auf Knopfdruck, Ansichtsbereiche eigentlich, auf mein Layout. Ich habe jetzt auch hier noch einen Fehler, den ich mit einem Doppelklick auf dieses kleine Symbol ändern kann. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte die Ansicht bis zu dieser Linien-Außen-Systemband eigentlich festlegen, aktualisiere mir meinen Ansichtsbereich, dass das halt wieder schön angezeigt wird. Beim Schnitt ist auch unter Ansicht, zieht ihr euch eine Schnittlinie und daraus entsteht auch wieder ein Ansichtsbereich schlussendlich. Das, was ihr vermutlich im 2D eigentlich auch kennt. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man den Schnitt darstellen lassen kann. Das hier zum Beispiel ist jetzt einfach ein Schnitt ohne den Attributen der Bauteile. Ich kann das aber über die Einstellungen in der Infopalette zu unterst, sind ziemlich weit versteckt, anpassen, sodass ich im Prinzip dann die Attribute der Objekte angezeigt bekommen habe. Hier zum Beispiel eben diese Elemente, deshalb sage ich, möglichst Schalen nach oben ziehen. Und ich kann natürlich jetzt weitere Einstellungen vornehmen. Das zum Beispiel ist was Importiertes, nicht so schön facettiert. Ich kann das in den Ansichtsbereich einstellen, für den Schnitt ändern, sodass der Stuhl, auch wenn er sehr komplex importiert wurde, in meiner Schnittansicht, was auch immer, plangrafisch halt eben schön daherkommt. So, ich muss Gas geben, obwohl der Raum nicht besetzt ist, aber ihr habt vielleicht die nächste Vorführung. Natürlich, das ist so nebensächlich, alles was ich erfasse an IFC, an Daten, an Flächen, kann ich natürlich über integrierte Tabellen in Vectorworks direkt rauslesen und auswerten. Und das würde ich noch gern zeigen, weil da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Alles, was wir jetzt gemacht haben, war eigentlich das Modell, euer Modell, was natürlich am Anfang sicher mal gut sein muss, bevor ihr es den Fachplaner weitergebt. Aber hier habe ich jetzt die Möglichkeit, über einen Datenmanager festzulegen, welche Informationen wie im IFC exportiert werden. Die Bauteile bekommen natürlich ihre Informationen automatisiert. Also hier habe ich alle meine Bauteile, hier habe ich mal alle meine Eigenschaften und so wie es hier angeklickt ist, so wird dementsprechend eigentlich auch
exportiert. Und im Film sieht das so aus. Ich habe hier das Beispiel mit diesem Symbol genommen. Ich zeige das dann auch noch gleich. Also beispielsweise, wenn ich mal suche nach Window, habe ich hier mein Fenster und das sind alle Properties, die automatisiert ins IFC geschrieben werden. Da müsst ihr gar nichts tun. Das sind Grundeinstellungen, könnt aber über einen Editor, der auch sehr handelbar und einfach ist, könnt ihr euch sagen, nein, die Informationen des Fensters kommt bei mir nicht aus dem Stil, sondern die kommt woanders her. Und ihr habt hier die Möglichkeiten, dieses Mapping nennen wir das, wo stammen die Informationen her, individuell anzupassen. Und für dieses Bauteil hier, das ich hier selbst angelegt habe, dieses Symbol, erfasse ich einfach einen Eintrag über den Symbolnamen und weise ihm eigentlich zu, als was es exportiert werden soll im IFC. In dem Moment ist es jetzt einfach ein Binding-Element. Und auf dieser Seite kann ich dann auch genau festlegen, woher stammt der Name, ist das der Symbolname, soll der Name lieber aus einer Klasse stammen, hängt ein bisschen von der Firmenorganisation und Struktur, die ihr verwendet, ab, kann aber individuell eingestellt werden. Normalerweise macht man das einmal und dann ist klar, wie die Bauteile dementsprechend halt eben exportiert werden müssen. So, dann gehe ich mal ganz kurz. BIM-Collab, ich kann direkt Ereignisse in Vectorworks abbilden lassen. Es gibt einen Menübefehl, wo ihr euch BCF-Dateien, BIM Collaboration Format, wenn ihr das von Fachplanern bekommt oder vom Koordinator beispielsweise, direkt ins Vectorworks einlesen. Dann sehe ich das Ereignis, kann Doppelklick drauf machen und kann dementsprechend direkt in mein Modell ranfliegen und das Problem lösen. Mehr dazu erfahrt ihr eigentlich im Solibri-Event. Dann haben wir Zugang zu mittlerweile 3,1 Millionen BIM-Objekte, die direkt in Vectorworks integriert sind. Über ein spezielles Werkzeug kann ich direkt auf eine riesen Datenbank mit IFC-Informationen angehängt bereits zugreifen und in Vectorworks direkt einsetzen. Und wir sind die Einzigen, kann ich auch gleich sagen, die daraus eine 2D-Darstellung generieren. Das sind alles 3D-Objekte. Und die kommen genauso, wie man das im Stuhl gesehen hat, eigentlich ziemlich übel daher, aber wir gehen als Einziger hin und generieren daraus ein zweidimensionales Objekt. Ihr habt also eine schöne 2D-Darstellung und ein detailliertes dreidimensionales Modell. So, das war's. Ich habe nur ganz wenig überzogen. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, ihr dürft euch natürlich nicht bei mir in meiner Tüte bedienen. Wir haben dort Tüten ich hoffe, es ist jemand da, der mir hilft. Ihr dürft euch gerne ein Pack Pommes-Chips mitnehmen, um da das noch mit nach Hause zu nehmen und würde gerne eigentlich mit einem Schlussfilmchen aufhören, damit ihr das Projekt, dieses Gott-Projekt, das gerade gebaut wird, noch ein bisschen von innen betrachten könnt. Und kennt ihr das hier, Ansicht durchlaufen? So könnt ihr natürlich euch in eurem Modell durchbewegen. Es gibt eine sehr schöne Funktion, wenn man dieses Werkzeug aktiviert. Dieses hier, das ist, ich nenne das den Ego-Shooter-Modus. Das heißt, ihr könnt euch wie in einem so Ego-Shooter mit Taste WASD könnt ihr euch bewegen, Kopf dann auch so bewegen und auch ganz genau die Tasteneinstellung. Ist ziemlich witzig, wenn ihr eure dreidimensionalen Modelle so analysiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke und tschüss.